Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den letzten Track Day für dieses Jahr. Den fahre ich am Montag, 13. Oktober. Das ist dann wahrscheinlich schon vorbei, wenn das Video online geht. Also was heißt wahrscheinlich, es ist vorbei, wenn das Video online geht. Ich weiß also jetzt noch nicht, wie es dann dort gelaufen ist. Ich hoffe, es ist alles gut gegangen und alles hat gehalten. Es ist ja, wie gesagt, der letzte Track Day in diesem Jahr für mich. Und danach werde ich das Auto dann auch hoch in den Osten fahren, an meine neue Lokation und das da einlagern. Ja, das heißt, ich werde jetzt peu à peu die Fahrzeuge hochbringen. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt heute gar nicht. Heute geht es um die Vorbereitung. Ich mache jetzt einmal Innenraum sauber, außen ein bisschen, weil das ist in den letzten Wochen, Monaten, muss ich fast schon sagen, ein bisschen zu kurz gekommen bei dem Auto. Ist auch eine Sache, wo ich mich sehr darauf freue. Zukünftig stehen bei mir alle Autos in der Halle. Dann habe ich auch nicht mehr das Problem, dass die so schnell wieder dreckig werden, wenn ich die mühsam mal sauber gemacht habe. Denn in der Halle kommt ja kein Schmutz rein. Dann kommen die wieder hinten der GTS, wenn ich sie geputzt habe, unter so eine Plane und dann bleiben die auch sauber. Das wird also ein riesiger Komfortgewinn für mich in der Zukunft. Und wie gesagt, heute jetzt eben reinigen, nochmal die Flüssigkeiten kontrollieren. Und ich hätte gesagt, wir starten einmal mit dem Motoröl. So, wie gesagt, ich habe jetzt den Ölstand nochmal kontrolliert. Wie ihr sehen könnt, ich bin hier auf einer geraden Fläche. Wir sind jetzt ganz knapp, ich denke, hier kann man es besser sehen, knapp unter Maximum. Das ist also ideal, hätte ich gesagt. Und jetzt kann ich mit der Reinigung des Innenraums weitermachen. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe das Motoröl nochmal kontrolliert. Ich hatte ja dieses Jahr den Service gemacht mit Hinterachs-Differentialöl, Motoröl. Das war ja auch das Fiasko. Ich verlinke euch nochmal das Video, wo mir diese magnetische Ölablassschraube abgerissen ist. Ich hoffe, das passiert mir nicht auch beim GTS, weil da habe ich auch so eine verbaut. Das wird dann nochmal spannend. Jetzt habe ich hier wieder zurückgerüstet, seht ihr ja in dem Video mit dem Fiasko, auf die normale Ablassschraube. Das heißt, das Öl ist noch frisch. Ich habe jetzt einfach nur zur Sicherheit nochmal den Ölfüllstand kontrolliert. Der ist super, der ist kurz unter Maximum, das ist perfekt. Und jetzt hätte ich gesagt, widme ich mich dem Innenraum. Da habe ich auch schon lange nicht mehr sauber gemacht. Man sieht das hier krümelig, das werde ich jetzt alles schön raussaugen. Dann werde ich hier einmal die Oberflächen im Innenraum einmal mit Innenraumreiniger entsprechend sauber machen. Und dann natürlich vor allem hier das Außenkleid. Man sieht das, die Einstiegsleisten sind sehr sie sind sehr schmutzig. Und auch hier ist jede Menge Dreck, auch noch so ein bisschen Rückstände vom letzten Track Day in Dijon in Frankreich. Ne, da seht ihr, ich bin seitdem, das ist ja auch wieder eine Zeit lang her, gar nicht dazu gekommen, den nochmal so richtig ordentlich sauber zu machen. Auch hier auf dem Dach, gut, sieht man jetzt ein bisschen schwierig mit der Kamera, aber es ist wirklich sehr dreckig. Wo ich mich auch drauf freue, ich hatte es ja erwähnt, diese tollen M-Performance-Teile von BMW, löst sich hier der Klarlack ab. Wenn der dann oben in der Halle steht, werde ich im Winter das hier anschleifen und den Klarlack hier erneuern. Das ist sehr schade, aber ja, da ist die Qualität von BMW nicht sonderlich gut. Da hätte man auch Zubehör kaufen können, wäre günstiger gewesen und im Endeffekt macht es ja keinen Unterschied, ob ich jetzt vom Hersteller teuer kaufe und dann nachher kaputt geht. Dann kaufe ich lieber günstiger aus dem Zubehör und es geht kaputt. Also wenn ihr Aftermarket findet, ich kann jetzt nicht uneingeschränkt die Originalteile empfehlen. Die Passgenauigkeit ist natürlich gut, aber das sind das jetzt, ich glaube, 4 Jahre, dass da hier schon der Klarlack so heftig weggeht, ist eigentlich inakzeptabel. Es gibt auch keine Kulanz von BMW, die sagen 2 Jahre und alles ist gut. Ja, eine Frechheit für so einen Carbondeckel, der 4.500 € gekostet hat, aber okay, oder 3.000. Naja, so ist halt. Und wie gesagt, hier ist auch alles dreckig, weil er jetzt die ganze Zeit draußen stand. Das mache ich jetzt schön sauber und dann ist er bereit für den Track Day. Das heißt, ich mache jetzt hier ein bisschen Zeitrafferaufnahmen.
So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitraffer gesehen, wie ich vorgehe. Das erste, was ich mache mir so eine kleine Mischung aus hier Insektenentferner und Wasser. Ich habe jetzt hier ein Produkt von Kochchemie, aber ist eigentlich völlig wurscht. Das Auto ist jetzt relativ dreckig, deswegen mache ich eben eine Mischung aus so einem Insektenreiniger, welche Marke völlig wurscht, in einem Eimer. Und mit dem reinige ich vor. Das haben wir hier hinten. Da ist, wie gesagt, Insektenreiniger und Wasser drin. Damit mache ich die Vorreinigung. Ich bin jetzt auch noch nicht fertig. Ich will das nur einmal kurz erwähnen, wie ich da vorgehe, wenn es sehr dreckig ist. Wie gesagt, die Vorreinigung mit so einem Mikrofasertuch. Da mache ich so, dass ich versuche, möglichst wenig hin und her zu fahren, weil ja gegebenenfalls Schmutzpartikel und Körnchen auf dem Lack sein könnten oder bestimmt auch sind. Und damit das sich nicht in den Lack einmassiert, fahre ich eben sanft über die Oberflächen, um sozusagen diesen losen Schmutz wegzunehmen. Danach gehe ich nochmal mit der gleichen Mischung drüber, werde eben an den Stellen, wo es ein bisschen hartnäckiger ist, die entsprechend mit kreisenden Bewegungen ohne viel Druck, einfach nur durch die kreisende Bewegung und die Feuchtigkeit halt die Stellen lösen mit dem Schmutz. Wenn das durch ist, starte ich eine zweite Putzaktion mit hier so einem Multi-Home Cleaner, also halt einfach so einem Schaumreiniger. Ist auch völlig wurscht, welche Marke ihr da nehmt, hätte ich gesagt. Also ich habe jetzt noch kein Produkt entdeckt, was irgendwie besonders heraussticht oder besonders schlecht ist. Wenn man da irgendwas im Fachhandel kauft, denke ich, sind die alle ungefähr gleich gut. Damit sprühe ich dann die vorgereinigte Oberfläche ein. Gehe dann auch mal mit so einem Tuch drüber, was hier so eigentlich für Fenster- und Mückenentfernung ist. Da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Und wenn das dann durch ist und da sind noch so Stellen von so Gummiresten, dann mache ich den dritten Schritt mit dem Surface Cleaner. Das kennt ihr ja auch schon aus anderen Videos von mir. Das ist die schonendste Variante, um so Gummireste von abgeplatzten Reifenteilen oder beziehungsweise halt einfach Reifenabrio auf der Rennstrecke, der dann sich am Fahrzeug überall absetzt. Das ist die schonendste Methode, um den zu entfernen. Das mache ich dann im letzten Schritt und wie ihr jetzt sehen könnt, ist der Schweller hier wieder relativ sauber. Was man natürlich sagen muss, ihr dürft nicht erwarten, dass wenn ihr mit Fahrzeugen auf der Rennstrecke fahrt, also wie zum Beispiel hier, und die nicht voll foliert sind oder ihr das nicht ständig neu macht, dass ihr dann mit diesem Surface Cleaner das so rückstandslos wegbekommt. Also diese Gummistückchen sind ja teilweise auch relativ groß, mehrere Gramm schwer. Und wenn die auf den Lack oder auch auf so eine Lackschutzfolie treffen, meistens sind die Stückchen ja auch heiß, brennen die sich immer ein bisschen ein und es gibt immer ein bisschen Rückstände. Aber ich denke, der Unterschied ist signifikant. Ich zeige euch jetzt mal die andere Seite, wo ich noch nicht gereinigt habe. Hier, wie gesagt, sehen wir jetzt schön das Weiß. Und wenn wir rübergehen, ist das deutlich dunkler. Man sieht auch überall Schmutzspuren und vor allem sehen wir halt hier diese Schmieren oder Schlieren von den Reifenstückchen, die eben den Lack getroffen haben an diversen Stellen. Das kriegt man damit eben wirklich sehr gut weg. Ich würde eben, wie gesagt, nur diese dreistufige Reinigung machen, wenn das Fahrzeug sehr schmutzig ist. Oder aber ihr fahrt vorher einmal durch die Waschstraße, beziehungsweise also nicht durch die Waschstraße fahren, sondern halt mit dem Hochdruckreiniger einmal die losen Partikel abbrühen. Und danach könnt ihr das dann mit dem Schaum und dem Surface Cleaner machen. Wenn ihr, wie gesagt, jetzt in die Waschstraße geht, wäre das nochmal eine Alternative. Ansonsten würde ich immer dieses dreistufige machen. Bei dem ersten Mal, wie gesagt, nur drüber wischen, weil hier sehen wir es auch, oder so kleine Kieselsteine. Wenn ich da jetzt hier hin und her reibe, reibe ich mir die Kieselsteine nur in den Klarlack rein. Das wäre eine ganz dumme Idee. Deswegen so ein feuchtes Tuch, so ein Mikrofasertuch nehmen, ansetzen, von oben nach unten wischen, sofort ausspülen und nachwischen. An so Stellen, wo jetzt weniger so Kieselsteinchen oder irgendwas anhaften, da könnt ihr natürlich eine größere Fläche machen, indem ihr einfach hin und her fahrt. Am besten immer von oben nach unten. Oben ist meistens weniger Schmutz, unten mehr. Deswegen würde ich mich immer von oben nach unten arbeiten. Ihr habt ja auch gesehen, ich habe dann hier in der Mitte, habe ich nochmal gestoppt, habe nochmal das Tuch gesäubert, bin dann wieder lang, habe wieder gesäubert. Also da muss man halt so mehrstufig vorgehen, um das hinzubekommen, ohne dass man sich da irgendwelche Kratzer in den Lack macht. Jetzt hätte ich gesagt, reinige ich das restliche Fahrzeug und dann gucken wir am Ende nochmal aufs Ergebnis. So, jetzt bin ich einmal ringsherum fertig mit der Vorwäsche, was jetzt noch fehlt. Ihr seht es an den Scheiben. Jetzt muss ich natürlich die Scheiben noch ordentlich putzen und den Lack nochmal versiegeln. Das mache ich jetzt gleich noch. Ich habe jetzt natürlich auch hier am Kofferraum an den neuralgischen Stellen, ihr kennt das ja von einem anderen Video von mir, ich verlinke euch das mal, beim Ausbau der Heckleuchte. Sollte man eigentlich sporadisch machen, so einmal im Jahr oder so,
die Heckleuchte auszubauen. Hier hinten, das geht relativ leicht, damit man hinter der Heckleuchte hier diese Abflussrinne reinigen kann. Denn so kommt man da nur sehr schwer hin. Da sind immer noch Rückstände, obwohl ich mit dem Tuch und der Zahnbürste rein bin. Da kommt man eben nur gut ran, wenn der Rückscheinwerfer ausgebaut ist, sonst geht das nicht. Also wie gesagt, das habe ich jetzt mal auch geputzt. Natürlich jetzt noch nicht final, wenn das Auto dann oben in der Halle steht, werde ich auf jeden Fall über den Winter nochmal die Scheinwerfer ausbauen und das da richtig putzen. Aber dann lohnt sich das ja auch, weil es dann sauber bleibt. So, ringsrum, wie gesagt, einmal vorgereinigt. Und was jetzt noch fehlt, ist eben Fensterscheiben nochmal mit Glasreiniger entsprechend sauber machen und dann den Lack mit Politur schützen, damit da nichts passiert. Das mache ich jetzt noch und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. So, vorher machen wir vielleicht nochmal den Test. Also ich stelle jetzt hier auf diese Kante die Reinigungsflasche und wie ihr seht, hier ist es ja schon leicht abschüssig und sie bleibt stehen. Wenn ich jetzt nachher hier entsprechend den Lack versiegelt habe, sollte sie eigentlich runterrutschen. Wir merken uns mal grob die Position. Hier ist ja der Halter für diese für diese Dachgepäckträger und es steht jetzt so 2-3 Zentimeter davor, also so leicht abschüssig. 100% werde ich es nachher nicht mehr hier hinstellen können, aber ihr werdet einen Unterschied sehen. Ich, wie gesagt, mache jetzt die letzten Reinigungsschritte und dann zeige ich euch das nochmal. So, ich bin jetzt fertig mit den Putzarbeiten, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe, man kann es sehen. Es ist jetzt richtig schön am Glänzen. Auch wenn wir jetzt hier mal auf die andere Seite gehen. Ich bin jetzt ringsrum fertig. Das ist jetzt richtig schön sauber. Also so gut es eben für ein Trackday-Fahrzeug geht. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich denke, man kann das auch hier im Licht sehen, dass der Lack wirklich schön sauber ist. Und jetzt nochmal der Test. Ihr erinnert euch zurück, mit der Sprühflasche war ja ungefähr so auf Höhe von dieser Halterung für den Dachgepäckträger. Und wenn wir das jetzt hier hinstellen, also selbst wenn ich es jetzt weiter hochsetze als vorher, jetzt sind wir schon oberhalb von dieser Halterung, rutscht es weg. Also das ist immer so der Test für mich, dass das gut funktioniert hat. Ich habe jetzt diesmal tatsächlich kein Wachs genommen, sondern so Ceramic Protect, also Keramikversiegelung von Meguiar. Ich dachte mir, ist vielleicht gar nicht schlecht. Momentan ist ja das Wetter auch so ein bisschen regnerisch in diesem Jahrtausendsommer. Und da ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn man da eine entsprechende Versiegelung drauf hat, die den Regen abperlen lässt. Hoffentlich wird dann das Fahrzeug auf dem Trackday nicht ganz so schmutzig. Das ist zumindest die Idee. Wie gesagt, hier hinten hatte ich euch ja gezeigt, auch sauber. Die Einstiegsleisten habe ich natürlich auch sauber gemacht und unten den Falz an der Tür und den Innenraum, das hattet ihr ja vorher schon gesehen. Aber neuralgische Stelle ist eben hier setzt sich gerne ganz viel Dreck ab. Das finde ich immer sehr unschön. Hier werde ich jetzt gleich auch nochmal, das habe ich bisher vergessen, gut, dass ich es jetzt nochmal öffne. Hier werde ich gleich auch nochmal mit dem Tuch, mit dem Nano Protect oder mit diesem Keramik Protect durchgehen, dass da auch nochmal eine kleine Schutzschicht drauf ist, damit sich da nicht wieder so schnell der Schmutz absetzt. Ja, insofern sind wir jetzt durch, oder beziehungsweise ich bin durch mit den Vorarbeiten für den Trackday. Ich werde jetzt innen drin noch ein bisschen die Verkabelung wieder vorbereiten, dass ich das da unten an das Armaturenbrett klebe auf der Fahrerseite. So mache ich das immer, damit das nicht im Fußraum im Weg ist. Und dann ist alles vorbereitet für den Trackday am Montag, also 13. Oktober. Wie gesagt, für euch ist das, wenn das Video dann online ist, in der Vergangenheit. Für mich ist es noch Zukunft. Wenn ich damit durch bin, sind dann die Vorbereitungen abgeschlossen. Öl passt, Differentialöl passt. Soweit ist alles gut. Er ist jetzt auch sauber, er ist durchgesaugt. Das heißt, der Trackday kann kommen. Was ich jetzt nicht gemacht habe, sind die Felgen, weil ich muss ihn ja dann noch 500 Kilometer hoch in den Osten fahren. Das werde ich dann erst säubern, wenn er im Osten ist. Da habe ich das dann auch einfacher, weil es eben in der Halle ist und trocken. Hier ist auch in der Halle und trocken, aber wie gesagt, hier stehen eben noch ein paar Fahrten vor mir. Deswegen macht das jetzt mit den Felgen wenig Sinn. Und somit sind wir fürs heutige Video durch. War jetzt eine kurze Geschichte. Wichtig ist eben, wie gesagt, dass ich nochmal den Ölstand kontrolliert habe vom Trackday. Das Öl ist ja noch frisch aus diesem Jahr. Ansonsten ist jetzt alles sauber vorbereitet. Noch so ein bisschen, wie gesagt, Verkabelung und dann kann es am Montag losgehen. Und in einem der nächsten Videos schneide ich euch dann Impressionen vom Trackday am Hockenheimring rein. Das wird wahrscheinlich erstmal für längere Zeit. Was heißt längere Zeit? Vielleicht fahre ich ja nächstes Jahr auch nochmal runter an Hockenheimring, kann sein. Jetzt muss ich dann gucken, wie ich mich oben einlebe und was dann da noch alles auf dem Zettel steht. Irgendwann werde ich auf jeden Fall wieder auf dem Hockenheimring fahren, hoffe ich zumindest. Und demnächst gibt es dann vielleicht nächstes Jahr auch mal ein Video vom Sachsenring. Da war ich schon einmal mit der BMW
Driving Experience. Ich finde den Sachsenring auch eine sehr schöne Strecke. Vielleicht bietet sich das ja dann für mich an. Das ist ja bei mir dann um die Ecke am neuen Zuhause, dass ich auch mal den ein oder anderen Trackday-Besuch am Sachsenring mache. Aber für das Video sind wir durch. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht in die Waschstraße fahrt, würde ich immer empfehlen, so dreistufig. Erste Stufe mit so einem Mikrofasertuch erstmal den groben Schmutz und Partikel ganz sanft abwischen. Dann eben zweite Reinigungsstufe mit so einem Multischaum oder so einem Reinigungsschaum und einem entsprechenden Tuch mit so kleinen Poren, was man sonst immer nur für Insektenreinigung nimmt. Das finde ich immer ganz gut. Gerade bei den kleinen Schlieren von den Gummiresten, finde ich, machen sich diese Insektentücher besonders gut in Kombination mit dem Schaum. Als letzten Schritt, wenn dann die Gummireste immer noch da sind, eben mit dem Surface Cleaner das Ganze reinigen, hatte ich euch ja gezeigt. Dann eben noch ein Finish mit entweder irgendeinem Wachs oder eben so einer Keramikversiegelung. Und dann ist eigentlich alles wieder bereit für den nächsten Regen oder eben den nächsten Schmutzanfall. Insofern, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.